Standard-Soundsystem im VW T7. Da könnte man ja sofort auf den Gedanken kommen, das ist ja wie beim Vorgängermodell T6.1, T6, T5, untern Sitz einen Subwoofer bauen. Aber ich glaube fast Fehlanzeige, weil die Sitzkonsole extrem flach ist. Da ist Sitzschiebegestänge drunter und wenn man da unten reinzieht, dann denkt man erstmal, nie im Leben geht da ein Subwoofer rein. Und wie es doch geht, zeige ich euch in diesem Video. Und weil so ein Woofer natürlich auch Leistung braucht, bauen wir auch gleich eine DSP-Endstufe per Plug-and-Play in dieses Fahrzeug ein und pimpen alle Original-Lautsprecher, dass ihr das Gefühl habt, ihr sitzt in einem völlig anderen Auto wie gerade eben. Wahnsinn! Dann stelle ich euch gleich mal die zwei Herzstücke unseres Sound Upgrades vor. Das ist zum einen die DSP 6 Endstufe, die 6 Kanäle mit jeweils 60 Watt RMS-Leistung hat. Und natürlich einen eingebauten Soundprozessor, den ich für euch schon fertig für den T7 programmiert habe, damit ihr ein mega Musikerlebnis habt. Und jetzt kommen wir zum Subwoofer. Und hier steht er, der T7 Subwoofer, der doch unter den Sitz passt. Wir bauen den natürlich zusammen ein und ich zeige euch natürlich auch gleich, wie der im eingebauten Zustand ausschaut und wie der ganze Subwoofer eingebaut wird. Zusätzlich haben wir natürlich in unserem ersten Set, kommen wir mal zum V1. Für alle, die den Subwoofer so nicht installieren möchten oder erstmal die Variante V1 einbauen möchten, das ist die Endstufe, die sich jetzt darum kümmert, die Originallautsprecher vorne und die Originallautsprecher hinten mal richtig mit Leistung zu pimpen und mit dem entsprechenden Soundfile auch wirklich Chip-Tuning für die Lautsprecher gemacht zu haben. Absolut geil klingt und das Ganze mit einem Plug-and-Play-Kabelkit, so dass ihr im Fahrzeug nichts abschneiden müsst oder irgendwie sowas, sondern das Ganze rückrüstfähig einbauen könnt und später auch genauso wieder zurückrüsten könnt und das Ganze wieder ausbauen. So, wir haben ein Subwoofer-Kabel, das hat ja das Fahrzeug bisher noch gar nicht gesehen, das werden wir neu installieren und verlegen und das wäre quasi unser V1, wenn ihr selber einen anderen Subwoofer verwenden möchtet oder eben gar keinen Subwoofer, weil unser V1 Sound Upgrade mit ungenutzten Kanälen 5 und 6 quasi schon mal echt einen geilen Mehrwert für euch bringt, weil die Originallautsprecher jetzt mit mehr Leistung bedient werden und insgesamt die Hörlautstärke kräftiger wird, also schon um einiges kräftiger und natürlich viel linearer, mehr Brillanz im Hochtonbereich. Und der Bassbereich, der pumpt jetzt auch nochmal ganz anders mit den originalen Lautsprechern, als eben nur mit der Leistungszufuhr von dem originalen Autoradio, wie es bisher drin war. V2 wäre jetzt inklusive Subwoofer, der ja für die Endstufe oder die Endstufe schon vorbereitet ist, mit der Ergänzung, den Subwoofer unter den Sitz zu bauen. Und ich biete euch gleich das V2-Set so im Gesamten an, samt einem kompletten Torx-Kit, ein Remover-Tool, Durchzugsband und Isolierband im Wert von über 50 € an Werkzeug schenke ich euch gleich mal mit dazu, damit ihr das Ganze problemlos einbauen könnt. Wir haben euch speziell für dieses Set auch eine Pegelfernbedienung für den Subwoofer. Die bringt natürlich den Komfort, dass wir nur den Subwoofer laut und leise machen können. Ihr könnt aber auch sagen, nee, will ich vielleicht gar nicht einbauen, ist mir nicht so wichtig, weil ihr könnt natürlich den Pegel des Subwoofers über die Endstufe einmalig justieren und sagen, okay, das ist richtig so. Oder auch die Höhen- und Bassfunktion vom Autoradio nutzen, um den gesamten Bassbereich etwas zu verstärken oder auch ein bisschen abzusenken. Die Radioeinheit, an die wir ran müssen, um unseren Plug-and-Play-Kabelkit zu installieren, die befindet sich beim T7 hier hinter dieser Verkleidung. Dazu müssen wir jetzt allerdings tatsächlich erstmal ein paar Teile wegbauen. Das ist zum einen das Handschuhfach, es ist zum anderen hier dieses linke Seitenverkleidungsteil und dann kommen wir an die komplette Mittelkonsole dran, die wir dann auch nach vorne ziehen können. Es sind ein paar Schrauben, aber das Fahrzeug an sich ist tatsächlich sehr
sagt man, gutmütig. Das Material ist sehr weich, das lässt sich alles sehr gut wegmachen. Und das Wiederzusammenbauen ist bei dem Fahrzeug auch wirklich wieder einfach, weil jedes einzelne Kunststoffteil hat so Nasen, so Führungsnasen. Und wenn die einmal richtig sitzen, dann klippt alles mehr oder weniger von alleine wieder ein und die Schrauben sind auch leicht zu lösen. Um das Handschuhfach zu lösen, müssen wir an der Seite erst den Deckel wegklippen. Dann können wir die obere Kunststoffleiste an der Seite mit den Fingern anheben und zu uns herziehen und ein bisschen dran rumrütteln und hin und her schwenken. Und dann kann man die ganze Verkleidung abnehmen und auch den Stecker hier an der Seite abklemmen und die ganze Konsole auf die Seite legen. Anschließend können wir 3 obere Schrauben lösen. Dann hinter dem Handschuhfach befindet sich ebenfalls nochmal eine Schraube und 2 weitere Schrauben sind direkt unterhalb vom Handschuhfach zu lösen. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich 2 Schrauben vergessen, und zwar die mittleren unten dran. Und die Stecker sind abzustecken, das geht eigentlich schon ganz easy. Die Teile sind hier ein bisschen kurz, wo man hier zum Entriegeln hat, aber entweder nehmt ihr einen kleinen Schraubenzieher oder ihr könnt es mit den Fingernägeln nach unten drücken. Ist unten wie oben eigentlich kein Problem. Das waren insgesamt 3 Stecker beim Handschuhfach. Das Seitenteil hier, das könnt ihr übrigens während der Zeit, wo wir jetzt was rummachen, hier unten auch wieder dahin hängen, dann stört das auch niemanden. Kommen wir zum linken Teil, was wir jetzt entfernen. Dazu machen wir hier die linke Verkleidung an sich weg. Darunter befindet sich eine Schraube und unter der Kunststoffklappe sind nochmal 2 Schrauben, die wir ebenfalls lösen. Und dann können wir dieses ganze Kunststoffteil zu uns herziehen, weil der Rest ist nur geklippt. Und dann müssen wir nur noch den Stecker abstecken. Okay Leute, kommen wir schon zur Mittelkonsole und die bauen wir aus, indem wir hier oben eine Schraube und einmal rechts daneben, dann jeweils rechts und links unten dran, die befinden sich auch nochmal 2 Schrauben und dann können wir unter dieser Klappe nochmal 2 Schrauben lösen. Und jetzt haben wir noch von den Seitenflügeln, die nach hinten rechts und links gehen, jeweils auch noch eine offensichtliche Schraube, die wir auch noch entfernen. Und jetzt können wir auch die ganze Mittelkonsole zu uns herziehen und aus den Clips rausnehmen. Keine Angst vor dem wieder Zusammenschrauben. Es sind eigentlich immer die gleichen Schrauben. Bis auf die 2 hier, die sind ja so silber, die wir rechts und links von der Wange weggemacht haben. Die können da wieder rein, weil das ist ein Feingewinde. Also hier ist das alles halb so wild. Und das ganze Wegbauen dauert vielleicht insgesamt 15 Minuten. Dann habt ihr den ganzen vorderen Bereich weg. Für Laien vielleicht doppelt so lang. Wer weiß das? Das müsst ihr für euch selber einschätzen. Aber man könnte im Notfall da hinten drinnen die Wange nur diese eine Schraube lösen und die Wange zur Seite biegen und mit einer Mordsfummelarbeit, also es ist wirklich eine Fummelarbeit, dahin gehen, wo wir jetzt gleich hingehen. Und wir lösen an dieser Mittelkonsole jetzt nur noch die eine Steckverbindung und können das Ganze hier so weit auf die Seite legen, dass wir jetzt da unten an unsere Basiseinheit drankommen. Ich mache jetzt hier nochmal alle Stecker weg, dass wir die ganze Basiseinheit rausnehmen, weil ihr das dann besser beobachten könnt. Aber rein theoretisch braucht ihr hier nur einen Stecker wegmachen, um das eben so auf diese Position zu bringen. Für alle, die total das verabscheuen, irgendwelche Schrauben rauszumachen, um Verkleidungsteile wegzumachen. Ich zeige euch jetzt die Fummelarbeit, wer das machen möchte, weil genau hier hinten drinne an der Seite verbirgt sich der Kontaktstecker von der ganzen Basiseinheit. Dieses schwarze Teil ist die Basiseinheit und jetzt könnte man den Teppich ein bisschen wegnehmen und den ganzen Flügel von der Kunststoffverkleidung so ein bisschen wegbiegen, dass man da hinten an diesen Stecker dran kommt, den man hier lösen kann und komplett rausnehmen kann. Aber ich zeige euch das Ganze jetzt so, wie man es richtig ausbaut. Hier oben dran ist noch ein kleiner Clip, den man entriegelt. Das kann man entriegeln und dann kann man die ganze Basiseinheit hier nach vorne rausnehmen und hier rausheben. Und jetzt kommt man natürlich auch super an den Stecker hin, um den wirklich zu entriegeln, auszustecken und später an der Stelle unseren neuen Kabelkit wieder einzustecken. Weil unser Adapterkit, unser Plug-and-Play-Stecker geht jetzt genau auf diesen Original-Kabelbaum drauf und wir stecken unseren neuen Stecker wieder in dem Autoradio ein. Und das ist eigentlich alles, was wir am Autoradio machen müssen. Und das war's an für sich. Das ist natürlich jetzt viel Arbeit, um an das Autoradio dran zu kommen, aber ich denke, das ist immer noch der sicherste Weg
um alles ordentlich zu machen. Den großen Adapterstecker, den können wir jetzt hinter der Radioeinheit dahinter verstecken. Da ist genügend Platz, da können wir alles unterbringen. Und können jetzt das Autoradio wieder in die Ursprungsposition einheben. So, und hier runter und alle Kabel hinten raus und rein damit. So, so schaut es dann aus. Unser Endstufenanschlusskabel verlegen wir jetzt unter dem Teppich Richtung A-Säulenverkleidung und dazu können wir diese kleine Pfropfverriegelung lösen und dahinter das Kabel reinlegen. Wir machen nachher genau das Ganze so wieder dran. Und wir kommen jetzt hier an der A-Säulenverkleidung entsprechend raus. So. Das Coole an unserem Plug-and-Play-Kabelkit ist, dass auch die Stromzufuhr bereits jetzt erledigt ist, weil die wird ebenfalls am Autoradiostecke mit abgegriffen. Das ist auch alles nur möglich, weil wir eine Hightech-Endstufe verwenden, die so einen hohen Wirkungsgrad hat, dass uns für die Leistung, wo wir ausgeben, tatsächlich mit der Stromversorgung vom Autoradio klarkommen. Das ist speziell bei diesen Power-Quadlock-Steckern wie VW das an der Stelle verwendet, problemlos möglich. Und damit haben wir die ganzen Lautsprecherabgänge vom Autoradio hier auf unserem Stecker drauf, möbeln die quasi über die Endstufe auf und schicken sie über die gleichen Kabel Richtung Lautsprecher wieder zurück. Und damit haben wir alles schon in einem Stecker und in einem Kabelkit erledigt. Und ich baue jetzt die Verkleidungsteile zum Teil wieder zusammen und baue dann natürlich mit euch das Subwoofer-Kabel ein. Kommen wir zum Woofer und das ist das gute Stück. Der kommt von hinten immer an den Beifahrersitz oder Fahrersitz. Also hier entscheidet sich jetzt schon, wo muss ich mein Woofer-Kabel mit verlegen. Wir haben uns jetzt für den Beifahrersitz entschieden, weil eigentlich keinen großartigen Grund, weil der Woofer verschwindet rein theoretisch komplett unter dem Sitz. Und wer aber sagt, ich möchte ihn aber unbedingt auf dem Fahrersitz oder unter dem Fahrersitz haben, der muss natürlich jetzt das Subwoofer-Kabel, wenn die Mittelkonsole eh schon weg ist, gleich bis ganz rüber verlegen, ähnlich wie wir das Kabel jetzt gerade unter dem Teppich hier für den Stromanschluss der Endstufe verwendet haben, nur auf die andere Seite rüber. Der gleiche Vorgang, was wir jetzt hier machen, um das Subwoofer-Kabel unter den Sitz zu bringen, trifft für den Fahrersitz ganz genauso zu. Und insofern machen wir das Ganze jetzt für den Beifahrersitz und dazu fahren wir den Sitz mal ganz nach vorne und machen die Sitzhöhenverstellung ganz nach oben. Da kommen wir ganz easy an alles dran. Es gibt zwei Kleinigkeiten, die euch bewusst sein müssen, wenn ihr euch für unsere Subwoofer-Lösung entscheidet. Und zum ersten ist es das, dass hier VW einen größeren Fußraumbereich noch zur Verfügung stellt, um die Füße auch hier unten reinzulegen. Ich bin der Meinung, im T6 ist wirklich so viel Platz und meistens sitzen hinten sogar nur Kinder, die nie im Leben diesen Platz brauchen. Unser Subwoofer, der braucht nämlich genau diesen Platz hier vorne, so dass ich meine Füße nur noch so hinlegen kann und nicht mehr unten rein. So, das ist die erste Einschränkung. Zur zweiten komme ich gleich. Wir machen jetzt dieses Kunststoffteil hier raus, damit wir unseren Woofer hier einbauen können. Das Kunststoffteil war nur geklippt und jetzt gibt es hier noch eine Abdeckmatte, die wir erstmal so rausnehmen können, um unseren Woofer hier einhängen zu können. Also der hakt sich quasi hier ein auf dieser Leiste und den können wir jetzt hier reinschieben und nach unten und dann ist der auch schon fest. Und jetzt können wir den Sitz nach ganz hinten schieben und ihr seht jetzt, wie viel Platz der Woofer tatsächlich braucht. Und das wäre die erste kleine Einschränkung und kommen wir zur zweiten. Unser Woofer ist so konzipiert, dass wenn die Sitzverstellung ganz nach unten gedreht wird, wir einen Anschlag mit eingebaut haben, dass der Sitz nicht bis ganz runter geht, weil sonst natürlich der Woofer beschädigt werden würde und wir aber den Platz brauchen, um das Volumen für den Woofer zu bekommen. Wir verzichten hier effektiv auf 1,5 Zentimeter, die wir nicht ganz nach unten gehen können und dem das zu krass ist. Der ist wahrscheinlich 2,30 Meter groß,
aber ich finde, das ist durchaus erträglich, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Unsere DSP6 Endstufe befindet sich ja im Endzustand hier rechts unter so einem Kabelbaum, lässt sich also völlig easy dort unterbringen und da muss unser Subwoofer-Kabel hin. Also fahren wir hier runterwärts Richtung Sitz unter dieser Schwellerverkleidung und dazu können wir das Teil hier einfach wegklippen und die Bodentrittleiste ebenfalls nach oben raus entriegeln und die Kunststoffverkleidung an der B-Säule, die muss ebenfalls entklippt werden. Jetzt kommt unser gelbes Durchzugsband zum Einsatz und jetzt können wir hier hinten drin, direkt wo die Kabel sonst auch laufen, das Durchzugsband nach vorne durchschieben und können dann das Durchzugsband vorne unterm Teppich greifen und nach außen rausziehen, so dass wir eine Verbindung zwischen vorne und hinten haben. Also, so genau. Das beigelegte Subwoofer-Kabel hat 3 Meter Länge, das heißt, es ist egal, ob ihr das auf die Beifahrerseite verwendet oder auf die Fahrerseite. Die Länge ist immer ausreichend und wir können jetzt an unser gelbes Durchzugsband das Subwoofer-Kabel mit dem Isolierband bereits dran befestigen und nach hinten wieder zurück durchziehen. Das Subwoofer-Kabel können wir jetzt noch entspannt nach vorne legen, Richtung Endstufe. Alles schön unter den Kabeln, unter dem Teppich, unsichtbar. Das Subwoofer-Kabel wird direkt hier am Subwoofer-Ausgang angesteckt. Jetzt könnte man noch diese Schraube hier tatsächlich einfach nur lösen. Das hält diesen Bereich hier hinten, diese Kunststoffwanne. Die hält allerdings auch durch die Schraube hier, weil wenn man die löst, dann können wir auch den Subwoofer nochmal um den Schraubenkopf nach unten bringen, weil der liegt sonst hier auf. Also der Subwoofer liegt auch noch schöner auf, wenn die Schraube hier gar nicht drin ist. Ihr braucht euch aber keine Sorgen machen, dass hier irgendwas verrutscht wegen dieser Halterung. Ist also völlig entspannt. Schraube kann man also problemlos entfernen. VW hat hier an dieser Stelle rechts wie links, also Beifahrerseite wie Fahrerseite, ist exakt das gleiche, ein Kabel genau an der Stelle, wo unsere Laufschiene oder Festhalteschiene vom Subwoofer läuft. Aus Sicherheitsgründen kann man das hier rausklippen und mit den Kabelbindern können wir das Ganze ein bisschen zur Seite anbringen, damit genau dieser Laufpunkt komplett frei bleibt. Dann können wir den Subwoofer jetzt endgültig anstecken und hier so verriegeln, dass der wirklich so fest drin ist. Und jetzt sieht man auch, dass die Laufschiene an der Stelle genau frei ist und das Kabel hier nicht mehr drauf liegt. Also Leute, nur noch mal für euch. Wenn ihr jetzt die Optimalposition für euch habt und es gehen die letzten 1,5 cm natürlich jetzt nicht mehr nach unten, deswegen haben wir extra an der Seite diese Auflageschienen gemacht. Wenn ich jetzt ganz nach vorne gehen sollte, wie unwahrscheinlich der Fall auch ist, und zeitgleich mich jetzt ganz nach unten absenke, sollte jetzt jedem klar sein, ich kann natürlich nicht mehr zurück, weil jetzt der Woofer im Weg steht. Also natürlich erst wieder hochpumpen und dann kann man natürlich wieder auf die ursprüngliche Position gehen. Unsere Einstellungsmöglichkeiten an der DSP6 Endstufe begrenzt sich beim T7 tatsächlich ausschließlich auf Control-Regler 2. Das ist der Pegel des Subwoofers. Rechtsanschlag ist natürlich Maximum, Linksanschlag ist aus und alles, was da dazwischen ist, könnt ihr nach eurem Belieben einstellen. Die Pegelfernbedienung wird hier angesteckt und die kann natürlich im Auto so verbaut werden, wie es jedem Einzelnen beliebt. Da überlasse ich euch freien Spielraum. Wenn ihr den ersten Soundcheck gemacht habt und den Subwoofer so eingestellt habt, wie ihr das für euch richtig empfindet, könnt ihr jetzt die Endstufe nehmen und direkt hier hoch hinter den Kabelbaum rein und hinter dem Teppich wieder so leicht versenken drinne. Und damit hat die Endstufe genügend Luft für die Kühlung, die sie braucht, den genügend Halt
Da fällt nirgendwo irgendwas raus und wir können jetzt alles wieder zusammenbauen und das Handschuhfach wieder reinmachen. Aber so seht ihr die Position der Endstufe eigentlich ziemlich gut, wo sie hin muss. Unser 20 cm Subwoofer, der jetzt unterm Sitz ist, der muss sich jetzt schon beweisen, weil die 18 cm Lautsprecher, die pro Türe hier verbaut sind, also wir haben 4 18 cm Lautsprecher plus entsprechende Hochtöner vorne und hinten, die laufen an sich jetzt mit unserer Anlage schon mal sehr viel besser, machen mehr Bass, höhere Gesamtlautstärke, klarerer Sound. Die Stimmen sind schön in der Mitte drin. Also ich habe euch das Laufzeitkorrekturtechnisch, Equalizer und von den Frequenzübergängen echt gut eingestellt. Und jetzt kommt noch unser Subwoofer dazu, der halt das Bassfundament nochmal bringt. Also es ist nicht so, dass ohne Subwoofer hier kein Bass da ist, aber mit Subwoofer ist es halt also eine fette, geile Anlage. Das zuckt halt auch ein bisschen, ja? Das macht Spaß. Das ist pegelfest, das heißt auch bei höheren Geschwindigkeiten während der Fahrt habt ihr immer genügend Bass. Ihr kennt es, wenn ihr losfahrt, auf einmal kommen Fahrgeräusche, Rollgeräusche und auf einmal ist das bisschen Bass, was vorher da war, auch noch weg. Also da habt ihr keine Bedenken mehr, also habe ich keine Bedenken, dass ihr nicht genügend Bass drin habt. Das ist einfach jetzt ist es geil. So muss sich ein Soundsystem anhören. Das ist einfach, das ist eine schöne Fülle an Sound. Also, jetzt hockt man drinnen wie im Wohnzimmer. Ist ja eh schon ein kleines Wohnzimmer hier. Was mir allerdings dann auffällt, und das kommt natürlich jetzt mit unserer Anlage noch ein bisschen mehr zur Geltung, dass, hört ihr das? Alter, es klappert ein bisschen. Und ich habe auch schon ein paar Sachen festgestellt, die sind ekelhaft. Die kann man aber auch ganz leicht entfernen. Und ich würde sagen, ich biete euch ein weiteres Video zu diesem Video an für den T7. Und zwar, wie man dieses Fahrzeug von den Türen her richtig schön dämmt und so kleine Störenfriede, die einfach den Sound madig machen, auch wegbekommt. Dann ist es wirklich Wohnzimmer-Feeling. Und dazu gibt es noch Teil 2 für den T7, Dämmung. Und wenn euch diese Art der Videos gut gefällt und ihr am Auto gerne was selber vornehmt, was den Sound betrifft, dann abonniert doch unseren Kanal oder lasst wenigstens mal einen Daumen nach oben da. Es würde uns sehr freuen. Und wir sehen uns wieder, wenn es weitergeht mit dem nächsten T7. Bis dann.